Herzlich willkommen in diesem Video, schön, dass du da bist. Und in diesem Video möchte ich dir mal 3 Tipps zeigen, 3 Tricks oder auch Grundlagen, wie man es immer nennen möchte, für ein schöneres Klavierspielen. Diese Grundlagen sorgen dafür, dass wirklich auch die Melodie, die Musik viel, viel feiner, viel, viel schöner klingt. Und ich möchte das Ganze mal an einem Beispiel zeigen, und zwar an River Flows in You. Ja, musikalisches Beispiel jetzt hier mal an der Stelle. Und zwar spiele ich hier mal den Anfang. Ja. Nur diesen Part. Ne? Es geht jetzt mir auch nicht darum, dass du mir das nachspielst oder sowas, sondern einfach, um dir das Verständnis zu geben, wie man das Stück jetzt hier schöner spielen kann. Ich habe das jetzt schon angewandt. Ich habe diese Grundsätze jetzt schon angewandt, die ich dir gleich erzählen werde. Vielleicht hast du es schon gemerkt irgendwie, was ich vielleicht hier besonders gemacht habe. Jetzt spiele ich das ganze Stück mal nur mit der Melodie. Also wenn ich jetzt nur darauf achte, die Melodie zu spielen, auf nichts anderes achte, ja. Okay. Eventuell klang das für dich jetzt weniger schön als vorher. Das liegt daran, dass ich jetzt nichts von den Grundsätzen angewandt habe, von denen ich dir jetzt erzählen werde. Und jetzt geht's los. Der erste Grundsatz ist schon mal die Dynamik. Dynamik heißt, wir spielen mal leiser, mal lauter und wir achten auch auf die Geschwindigkeit, ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Teil spiele, dann kann ich den natürlich erst leise spielen und dann lauter werden, zum Beispiel, ja? Lauter, leiser. Das hat was mit der Anschlagdynamik zu tun. Das muss natürlich dein Piano auch beherrschen. Also mein Piano hier, dieses E-Piano kann das. Da muss man natürlich darauf achten, ob das Piano auch kann. Das heißt, wenn du, je nachdem, wie stark du die Taste anschlägst, ja, desto lauter oder leiser klingt dann der Ton, ja. Jetzt spiele ich die leiser, die Taste, und jetzt lauter. Das ist immer eine Frage, ob dein E-Piano das kann. Das kann man dann bei vielen E-Pianos auch einstellen, wie stark diese Anschlagdynamik sein kann. Ich empfehle natürlich immer, sich ein Piano anzuschaffen, was diese Anschlagdynamik hat. Generell, akustische Pianos haben diese Anschlagdynamik natürlich von sich aus. Aber das ist halt ein Punkt, also wir können den Ton stärker oder weniger stark anschlagen und je nachdem dann auch lauter oder leiser spielen, ja. Und das, jetzt gehe ich mal leiser, ja. Das hat natürlich einen Einfluss dann auf den Klang. Und Geschwindigkeit, das heißt, wenn ich das Ganze jetzt wiederhole, ja, jetzt habe ich es langsam angefangen, jetzt wiederhole ich es nochmal. Was ist dir aufgefallen? Ich habe am Anfang schneller gespielt und bin dann langsamer geworden. Ja, so kann man so ein bisschen auch Spannung aufbauen und dann lösen. Ja, wenn man jetzt schneller spielt und jetzt lösen wir die Spannung. Das ist der erste Tipp, Dynamik. Der zweite Tipp, der ist überhaupt nicht kompliziert. Man muss einfach nur eine Pause machen zwischendurch. Ja, also gar nicht schwer, einfach nur mal eine Pause machen, um Spannung aufzubauen. Ja, wenn ich jetzt hier spiele und Pause. Jetzt warten wir erstmal. Jeder denkt sich, was passiert jetzt? Geht es jetzt noch weiter und dann und wieder kurze Pause und dann. Okay, einfach eine Pause zwischendurch machen, um so ein bisschen Dramatik zu erzeugen. Das ist auch so ein Feingefühl, wie oft man das macht. Ob man jetzt öfter Pausen macht, weniger oft Pausen macht. Das ist natürlich jedem selber überlassen, wie man das gestaltet. Das ist ja wieder das Tolle am Klavierspielen, dass man hier also improvisieren kann, dass man hier so ein bisschen sein eigenes Gefühl mit reinbringen kann, ja, und dem je nachdem dann auch ein ganz anderes 'ne ganz andere Melodie, eine ganz andere Musik rauskriegt. Der dritte Tipp ist einfach sauber spielen. Einfach die Finger trainieren, ja, dass wir jetzt sagen: „Okay, wir rutschen jetzt hier nicht ab, sondern wir schlagen die Finger einfach, ordentlich an“, ja? Das sorgt natürlich auch, dass, wenn wir das trainieren, dass wir die Töne auch gleichmäßig anschlagen, ja? Oftmals ist es ja so, dass der Daumen zum Beispiel, da wir den sehr oft benutzen im Alltag, dass es der stärkere Finger ist. Das heißt, wir neigen dazu, den hier stärker anzuschlagen, und zum Beispiel den Ringfinger und den kleinen Finger, die sind halt die schwächeren Finger und die schlagen wir dann nicht ganz so stark an. Und das kann dann dafür sorgen, dass wir
den Daumen halt immer, auch wenn wir hier am Klavier spielen, immer stärker anschlagen und den kleinen Finger oder so dann leichter anschlagen. Und das kann uns dann natürlich auch ein bisschen die Qualität des Spielens nehmen, weil wir dann vielleicht den Daumen immer ordentlich anschlagen, aber beim kleinen Finger, den vernachlässigen wir ein bisschen und den schlagen wir dann weniger gut an. Oder vielleicht spielen wir alles schnell, schnell und spielen aus Versehen hier einen anderen Ton mit. Deswegen sage ich immer, mach Fingerübungen, also trainiere die Finger. Ich habe einige Fingerübungen in meinen Kursen im Angebot oder auch in den Videos, die du vielleicht schon von mir gesehen hast. Und ja, einfach wirklich die Finger trainieren, vor allem die schwachen Finger trainieren, meinetwegen hier Ringfinger und Kleinfinger einfach wirklich mal trainieren anzuschlagen. Man braucht dafür nicht mal das Klavier, ja, man kann das auch so einfach auf dem Tisch mal üben, ja, einfach hier die Finger mal zu bewegen. Wenn man unterwegs ist, im Auto oder sowas, auf dem Armaturenbrett, was weiß ich, kannst du einfach die Finger ein bisschen trainieren, um hier Gefühl reinzukriegen und dann auch wirklich die Töne sauber spielen zu können. Und das ist es im Prinzip schon, ja, das macht schon viel aus. Es geht halt nicht nur darum, einfach die Melodie auswendig zu lernen und abzuspielen, ja, sondern man bringt seine eigene Note rein als Pianist. Also man spielt ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ja, langsamer, schneller, man macht eine Pause und man schlägt natürlich die Töne sauber an. Also man versucht nicht schnell, schnell das zu lernen, sondern man macht es langsam, wiederholt es oft. Und erst wenn man es sauber spielen kann, dann kann man das nächste machen, dann kann man zum nächsten Abschnitt übergehen, wenn man einen Abschnitt sauber spielen kann. Und das ist es im Prinzip schon. Ne? Das sind meine Tipps für dich hier, wie du wirklich dein Klavierspiel verschönern kannst. Also einfach dynamisch spielen, ein bisschen an deiner Dynamik arbeiten. Ne? Wenn du eine Anschlagdynamik am Piano hast, lauter, leiser, ja, die Taste mal stärker, mal weniger stark anschlagen. Die Geschwindigkeiten variieren, mal langsamer werden, mal schneller werden. Pausen auch zwischendurch machen, zwischen verschiedenen Abschnitten, ja, wo es sich anbietet, auch da auf dein Gefühl achten. Und wie gesagt, immer schön versuchen, sauber zu spielen. Mach Fingerübungen, trainier deine Finger. Das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es ist dir eine Hilfe und ja, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder im nächsten Video und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Klavierspielen, beim Üben. Bleib dran. Bis dahin.